Hallöchen und willkommen zu diesem Muster. Für dieses Muster schlagt ihr eine Kette für euer Projekt an, zählt diese durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 8 sein. Und dann kommen wir schon zur Reihe 1. Wir beginnen mit einer Wendeluftmasche und häkeln in die erste Masche eine feste Masche hinein. Danach machen wir 3 Luftmaschen, lassen eine Masche frei und gehen mit einem Umschlag in die zweite hinein, häkeln dort ein Stäbchen, in die dritte hinein, häkeln dort ein Stäbchen und in die vierte hinein und häkeln dort ein Stäbchen. Also 3 Stäbchen hintereinander. Und dann sollte es so aussehen. Eine feste Masche am Anfang, 3 Luftmaschen, dafür eine Masche freilassen und in die zweite, dritte und vierte jeweils ein Stäbchen häkeln. Danach kommen 3 Luftmaschen. Wir lassen wieder eine Masche frei und häkeln in die zweite, dritte und vierte diesmal jeweils eine feste Masche. Danach wieder 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und in die zweite, dritte und vierte Masche jeweils ein Stäbchen hineinhäkeln. Und dann sollte es bereits so aussehen. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und in die zweite, dritte und vierte jeweils eine feste Masche häkeln. Und so nun immer im Wechsel bis zum Ende. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen, 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und 3 feste Maschen. Und am Ende der Reihe angekommen, wieder 3 Luftmaschen häkeln, eine Masche freilassen und in die letzte dann eine feste Masche häkeln, so dass wir Anfang und Ende gleich haben. Und das war dann Reihe 1. Kommen wir nun zur Reihe 2. Wir brauchen 4 Steigeluftmaschen für ein Doppelstäbchen. Und hier können sich dann Anfänger direkt in die vierte von unten angezählt, also quasi in die letzte Masche, die wir jetzt gehäkelt haben, den Marker hineinsetzen, damit ihr auf dem Rückweg wisst, wo ihr dann einstechen müsst. Danach kommen wieder 3 Luftmaschen und nun häkeln wir 3 feste Maschen über die 3 Stäbchen der Vorreihe. Also 4 Steigeluftmaschen für ein Doppelstäbchen, dann 3 Luftmaschen nochmal als Kette zum Rüberkommen und 3 feste Maschen über die 3 Stäbchen. Als nächstes 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen über die festen Maschen häkeln. Drei Luftmaschen und 3 feste Maschen über die 3 Stäbchen der Vorreihe häkeln. Eine ganz leicht zu merkende Reihe. Und so nun immer im Wechsel, die 3 Luftmaschen nicht vergessen. Über die festen Maschen kommen dann die Stäbchen, dann wieder 3 Luftmaschen und über die 3 Stäbchen dann feste Maschen. Ich nehme den Marker mal wieder hier raus. Jetzt macht das zu viel Krach. Und so im Wechsel nun bis zum Ende der Reihe.
Und am Ende der Reihe nicht vergessen, die 3 Luftmaschen zu häkeln. Und danach machen wir 2 Umschläge, stechen in die feste Masche der Vorreihe ein und häkeln durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und nochmal durch 2 Schlaufen, also 3-mal durch 2 Schlaufen, um mit einem Doppelstäbchen die Reihe zu beenden und Anfang und Ende dann gleich zu haben. Das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 beginnt mit einer Wendeluftmasche und eine feste Masche direkt in den Anfang, sodass die feste Masche über die Steigeluftmaschen der Vorreihe gehäkelt ist. Danach wieder 3 Luftmaschen und über die festen Maschen 3 Stäbchen häkeln. 3 Luftmaschen und über die 3 Stäbchen der Vorreihe 3 feste Maschen häkeln. 3 Luftmaschen und über die festen Maschen der Vorreihe wieder 3 Stäbchen häkeln. Und so im Wechsel bis zum Ende. Und am Ende der Reihe angekommen, 3 Luftmaschen häkeln und in der 4. Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einer festen Masche die Reihe beenden. Je nachdem, wie locker ihr häkelt, ihr seht jetzt, dass sich das bei mir hier zur Seite wegzieht, könnt ihr auch hingehen und ausprobieren, ob in der 3. Steigeluftmasche von unten angezählt, eingestochen, der Rand für euch gerader wird. Und wie ihr das jetzt bei mir hier seht, ist es hier der Fall. Also richtig wäre, in der 4. Steigeluftmasche von unten angezählt einzustechen. Wenn ihr aber sehr locker häkelt, ist es manchmal vom Vorteil, dann in die 3. einzustechen. So, und das war schon Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 beginnt wieder mit 4 Steigeluftmaschen für ein Doppelstäbchen und 3 Luftmaschen zum Rüberkommen. Wir haben hier die Stäbchen in der Vorreihe gehäkelt, also häkeln wir jetzt über die Stäbchen wieder feste Maschen. 3 Luftmaschen und über die festen Maschen wieder 3 Stäbchen. Und so im Wechsel dann bis zum Ende. Und am Ende der Reihe angekommen, 3 Luftmaschen nicht vergessen und 2 Umschläge in die feste Masche der Vorreihe einstechen, durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und nochmal durch 2 Schlaufen für ein Doppelstäbchen und beenden somit Reihe 4. Und diese 4 Reihen benötigt ihr, um dieses Muster zu erstellen. Im Grunde sogar nur Reihe 1 und Reihe 2, die sich immer wiederholen. Ich habe mit euch hier noch Reihe 3 und Reihe 4 gehäkelt, damit ihr seht, wie leicht das Ganze ist. Wir beginnen entweder in der ersten Reihe mit einer festen Masche oder in der zweiten Reihe mit einem Doppelstäbchen oder halt 4 Steigeluftmaschen für ein Doppelstäbchen. Danach wieder mit einer festen Masche und wieder das Doppelstäbchen. Und der Rest ist selbsterklärend. Die Kette wird immer aus 3 Luftmaschen gehäkelt. Über die Stäbchen kommen feste Maschen und über die festen Maschen
kommen Stäbchen und mehr ist das auch nicht. Ich nehme euch selbstverständlich mit, wie das Ganze noch ein ganzes Stück wächst, damit ihr das auf Masse einmal sehen könnt und hoffe, euch hat das Muster gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.